Hallo, mein Name ist Kaspar Habecke und ich zeige Ihnen heute, was für Happy Drums es gibt und welche verschiedenen Stimmungen, speziell von der großen Happy Drum, und was von denen zu erwarten ist und wie sie klingen. Wenn Sie das interessiert, bleiben Sie dran. Ja, es gibt unterschiedliche Modelle und Stimmungen von den Happy Drums. Ich fange mal an hier mit der Mini Happy Drum. Das ist die kleine Sorte, wo auch die kleinen schwarzen Schlägel zugehören. Die gibt es auch in verschiedenen Stimmungen und darum geht es in einem anderen Video. Die nächste Sorte ist hier die Happy Slim, die schwarz oder anthrazitfarben ist und so die mittleren Klänge ausbildet. Und auch davon gibt es ein Special-Video von den verschiedenen Tonarten und Stimmungen, die es in dieser Sorte gibt. Dann gibt es noch eine Sonderausführung, das ist hier die brombeerfarbene. Die ist auf Stimmung A 432 Hertz gestimmt, hier in dem Beispiel in der A-Moll-Stimmung. Also was für die Naturfans, die in 432 Hertz Musik arbeiten. Und heute geht es speziell hauptsächlich um die Happy Drums. Das sind die türkisen. Die gibt es mittlerweile schon in verschiedenen Variationen. Ursprünglich waren die eckig ausgefräst. Die nächste Generation hat dann runde Ecken bekommen, wie hier. Und die neue Generation eine andere Lackierung, nämlich hier mit Hammerschlaglackierung in glänzend, während die anderen in einer matten, rauen Oberfläche gestaltet sind. Die gibt es dann jeweils auch in verschiedenen Stimmungen. Der Grundton, also die tiefsten Töne, bei dieser Variante gibt es in D und in E. Also der tiefste Ton hier bei den D-Stimmungen ist hier das tiefe D, die größte Fläche. Da gibt es zwei Ausführungen, eben die D-Moll und die D-Dur-Stimmung. D-Moll erkennt man, dass man hier zum Beispiel Smoke on the Water spielen kann mit den drei tiefsten Tönen. Und die Durchstimmung erkennt man daran, dass man da nicht Smoke on the Water spielen kann, sondern zum Beispiel Per Gint der Morgen, ein klassisches Stück. Und in E ist das Ganze eben nicht auf dem tiefen Ton D, sondern einen Ganzton höher, ist E der tiefste Ton. Also hier habe ich dann zum Beispiel die E-Moll-Stimmung. Die habe ich jetzt hier mit Farbpunkten versehen, dass man bestimmte Akkorde für Liedbegleitung spielen kann. Das zeige ich aber auch dann im Special-Video, nur zum Anklingen hier. Und im direkten Vergleich dann nochmal dazu die D-Moll. Damit habe ich schon angedeutet, dass ich das gleiche Lied spielen kann, egal ob ich jetzt E-Moll, A-Moll oder D-Moll nehme. Die Tonabfolge ist immer gleich, weil die Tonabstände immer gleich sind. Aber was man hier schon deutlich hört, dass das D ziemlich absumpft, sag ich mal, im Vergleich zum E. Und das E schon wesentlich voluminöser, klanglicher klingt. Deswegen wäre mein Tipp bei den
großen Happy Drums auf jeden Fall eine E-Stimmung zu wählen. Dann gibt es auch noch eine Sonderstimmung. Die haben wir hier, das ist die E Akebono. Akebono war ein japanischer Märchenerzähler und der hat zur Begleitung seiner Märchen eine bestimmte Stimmung verwendet. Die ist auch pentatonisch, hat also auch nur 5 Töne in der Tonleiter, aber im Gegensatz zu den klassischen europäischen und chinesischen Tonleitern sind da Halbtonschritte mit bei. Das heißt sogar 2 Halbtonschritte. Die zeige ich mal hier. Also hier ist wieder das E. Dann habe ich hier den ersten Halbtonschritt und dann den zweiten Halbtonschritt. Ja, da hört man schon, die Töne passen auch alle zusammen, aber das Ganze ist schon ein bisschen mystischer, melancholischer von der Grundstimmung her. Also wenn man hier experimentieren möchte, dann kann man auch durchaus die Akebono empfehlen. Und als nächste Besonderheit gibt es noch eine Spezialität sozusagen. Da müsste man mal hier reinleuchten. Da sind unten Magnete angebracht. Und diese Magnete kann ich verschieben. Das sind so Supermagnete. Und je nachdem, wo ich die hinschiebe, ändert sich der Ton um etwa einen Halbton. Kann ich den dann verändern und umstimmen sozusagen. Ja? Also wenn ich mich musikalisch auskenne und zutraue, dass ich hier Töne verändern will oder verändern möchte, aber nur eine Happy Drum haben will, um zum Beispiel mit anderen Musikinstrumenten mitzuspielen, die Stimmung ändern will, dann kann man auch diese stimmbare Happy Drum empfehlen. Um die zu stimmen, empfiehlt es sich dann natürlich ein Stimmgerät zu haben und dann am Stimmgerät auszuprobieren, wo muss ich den Magnet hinschieben, um den Ton zu erreichen. Je weiter ich den Magnet nach außen auf die Zunge schiebe, desto tiefer wird der Ton und je weiter ich zurückschiebe, desto höher. Wir haben auch für jede Happy Drum eine Bedienungsanleitung auf Deutsch übersetzt und noch ergänzt. Das heißt, hier finden sich neben der Beschreibung, wie das Ganze aussieht, wie die Töne aufgebaut sind, auch zusätzlich noch, welche Akkorde gespielt werden können. Und es gibt auch eben bei uns Workshops, auch auf Video, wie man mit den einzelnen Instrumenten viel Spaß haben kann, schöne Lieder spielen kann, improvisieren kann, worauf zu achten ist und mit welchen einfachen Tipps und Tricks das immer gut klingt. Ein kurzes Resümee am Abschluss. Die Happy Drum, die große, gibt es in Grundton D und Grundton E. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall Grundton E zu nehmen, weil es einfach klanglich besser ist und wesentlich besser klingt. Die gibt es dann in verschiedenen Stimmungen. Auch hier wäre meine Empfehlung eine Mollstimmung, weil man hier gut auch Liedbegleitung mit anderen Sachen machen kann, da schöne Akkorde hat zum Spielen. E-Dur ist doch eher eine seltenere Tonart. Wenn man aber nur improvisieren will und einfach so für sich spielen und eher so ein bisschen fröhlichere als melancholische Stimmung hat, dann würde ich auch die E-Dur empfehlen. Ja, viel Spaß beim Spielen. Subscribe now to never miss out on our very interesting informative and inspiring videos.